Hi, 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 hi! Da viele Schüler keine Ahnung von der Stomaversorgung haben, habe ich mir überlegt, ich zeige euch die mal. Es geht darum, dass halt viele Schüler Probleme damit haben, weil es denen halt einfach nicht gezeigt worden ist. Ich merke das schon bereits daran, dass halt Schüler, die ihren externen Einsatz hier bei uns machen, gar keine Ahnung haben. Deswegen habe ich mir überlegt, ich zeige euch mal die Stomaversorgung und ich hoffe, dass es euch gefällt und viel Spaß dabei. Ihr solltet erstmal wissen, was ihr eigentlich bräuchtet für die Stoma-Versorgung. Und zwar eine Schablone. Zeige ich euch gleich, was man damit macht. Es gibt verschiedene Stoma-Plattenarten. Und zwar ist es jetzt das geschlossene System. Und es gibt natürlich auch den Wechselsystem, genau. Und hier könnt ihr zum Beispiel das System, das kommt meistens immer so, soweit ich weiß, genau. Ihr könnt das System hier so schließen, ja, damit ihr sozusagen den Stuhlaustritt, der jetzt da vonstatten geht, hier aufmachen und den Stuhl entlassen in eine sogenannte Stomatüte. Ja. So, jetzt habe ich noch das da hier. Das ist die Platte für diesen Beutel. Genau, der dann so drauf kommt. Der ist schon bereits fertig geschnitten und ausgestanzt. Der hier muss natürlich dementsprechend noch ausgeschnitten werden. Jetzt erkläre ich euch mal einiges. Da müssen wir aber erstmal zu der Puppe gehen, um euch das hier erstmal vorzustellen. Also grundsätzlich ist es so, hier, das sind so verschiedene Durchmesser, die ihr anhand des Ausgangs sozusagen misst. Natürlich geht ihr jetzt nicht direkt so drauf, sondern ihr müsst halt so vorsichtig sein und schauen, welche Größe beispielsweise jetzt optimal wäre. Das wäre jetzt in dem Falle 35 mm. Aber so würde ich gar nicht andocken, sondern wirklich nur vorsichtig so hier anbringen, um zu schauen, ob das vielleicht doch nicht 30 ist. Aber 30 sind es nicht, wie ihr seht, das sind genau 35. Also ganz vorsichtig sein und schauen, wie viel Zentimeter der Durchmesser ist. Ausmessen und dann könnt ihr dementsprechend eure Platte ausschneiden. Zeige ich euch gleich. So, jetzt ist die Frage, wie schneidet man überhaupt so eine Platte aus? Ihr seht ja, 35 cm haben wir gemessen. Das sind auf jeden Fall keine 35 cm, sondern 25 genau. Hier habt ihr den Vorteil, also meine Hände sind schon bereits desinfiziert, dass ihr hier schon bereits die Durchmesserzahl habt. Das heißt, 20 sind hier, das müssten 25 sein. Das sind 30 und dann hier ist der nächste Schritt dann 35. Das heißt, ich schneide mir sozusagen meinen Durchmesser hier aus. Das mache ich jetzt gleich mal. Genau, wir schneiden hier jetzt durch. Bupp. Und dann geht ihr her und dann schneidet ihr das Material so vorsichtig entlang. Und nicht den hier machen. Nicht zuschneiden, weil sonst habt ihr ein Problem und dann habt ihr hier so Ecken und Kanten. Das ist natürlich nicht so gut für den Stoma. Also schön schneiden. Ja? Und dann könnt ihr hier den hier machen. Das heißt, jetzt haben wir eigentlich den Durchmesser von der Stomaplatte und wie ihr seht, das macht schon einen großen Unterschied aus. Als allererstes ist es erstmal wichtig, dass ihr den Tisch desinfiziert. Wenn ihr diesen desinfiziert habt, dann kommt folgendes Material. Die Schablone, den Beutel, die Platte, die Stomaschere, die Handschuhe und natürlich die Kompresse. Wichtig ist, bevor ihr hier anfängt, erstmal eure Hände schön desinfizieren und dann dürft ihr mit diesen Materialien arbeiten oder beziehungsweise vorbereiten. Ich ziehe mir jetzt die Handschuhe an. Ausgeschnitten habe ich ja schon bereits das Material, aber ich würde euch raten natürlich, das mit Handschuhen auszuschneiden, weil ihr fässt ja trotzdem irgendwo so ein bisschen rein. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben ja schon bereits die Schablone benutzt. Jetzt gehen wir mal zur Puppe. Also folgendes wird passieren. Der Bewohner hat ja vorher schon bereits einen Stoma, den ihr abzieht. Ich bringe ihn jetzt erstmal an und dann zeige ich euch, wie man den halt danach abzieht. Ich muss es eigentlich umgekehrt machen. Also bevor ihr natürlich mit der Stomaversorgung anfängt, wie ich euch vorhin erklärt habe, müssen wir jetzt erstmal die Platte abmachen. Ihr nehmt die Haut hier, strafft sie und dann nehmt ihr immer so ein Stück raus. Wenn ihr dann so eine Lasche habt, dann Haut anspannen, leicht abziehen, so, und immer vorsichtig abziehen, weil das ist ganz wichtig. Und dann hier den Beutel ein bisschen drehen und dann hier nochmal anspannen. So, immer die Haut anspannen und dann könnt ihr die Stomaplatte in den Mülleimer schmeißen. Jetzt ist wichtig, Leute, wenn ihr den Stoma schon bereits abgenommen habt, so und in den Müll, da würde ich euch immer raten, eine Kompresse da hinzulegen auf den Ausgang. Und zwar geht es darum, dass manchmal halt immer noch Stuhl austreten könnte oder Urin, je nachdem, was für eine Behandlung ihr habt. Viele machen den Fehler
und kleben erstmal die Stomaplatte drauf und dann erst den Beutel. Ich würde euch raten, wenn ihr einen Beutel habt, der durchsichtig ist, wie in diesem Falle, da sehe ich zum Beispiel jetzt durch, bei dem nicht, da würde ich euch raten, die Platte mit dem Beutel zusammenzuführen und dann erst auf den Ausgang zu legen. Aber in dem Falle müsste ich tatsächlich erst die Platte und dann den Beutel drauf machen. So, dann fangen wir mal an. In dem Falle wäre es besser, wenn ihr nicht direkt von der Verpackung die Kompressen nimmt, sondern nehmt euch immer so ein Stückchen Kompressen weg, macht die nass, also nur mit Wasserversorgung, nass machen, so ein bisschen ausbringen und dann den Stoma versorgen. Also nicht direkt von hier. Ihr schaut, dass ihr das äußerliche Areal, also alles, was hier verschmutzt ist, sauber macht. Wie mache ich das am besten? Ihr macht jetzt hier so ein Dreieck und dann macht ihr von außen nach innen wieder, so Kreisbewegungen. Und dann schmeißt ihr das in den Müll. So, dann mache ich wieder alle Ecken und dann reinige ich das von außen nach innen auf der anderen Seite und dann wieder in den Müll. Und das gleiche mache ich wieder, bis das äußerliche Areal sauber ist. Immer den, so dass halt außen alles frisch ist. Also nicht mit Seife bitte, das ist ganz wichtig. Und dann würde ich nochmal hergehen und dann die Mitte nochmal so nur tupfen. Also nicht den hier machen. Wenn das Areal sozusagen sauber ist, dann könnt ihr hergehen und diese Platte nutzen. Ihr nehmt die Platte, macht es hier auf, ja, das in den Müll. Und dann geht ihr her und greift nicht da rein, sondern wichtig ist, dass ihr von außen hier die Platte anbringt. So. Genau, also ganz vorsichtig. Jetzt gehen wir her und kleben wir das außen erstmal zusammen. Ja, klar, das ist jetzt Kunststoff, deswegen haftet das jetzt nicht so auf der Haut. Wenn ich das jetzt aber auf der Haut hätte, dann würde das richtig schön kleben. Wichtig ist, erstmal von außen zu kleben und dann geht ihr her und dann nehmt ihr den Beutel und dann nehmt ihr das hier so und dann drückt ihr außen so ein bisschen fester drauf, ein bisschen drücken, aber nicht zu fest, weil wichtig ist, ihr könnt auch dem Bewohner sagen oder dem Patienten, dass er seinen Bauch so ein bisschen anspannen soll. Ja? Jetzt ist die Platte fest. Manchmal macht es Klick, aber ich habe es jetzt nicht gehört. Also das heißt, die Platte und der Beutel ist jetzt zusammen fest. Und wichtig ist, wenn jetzt der Beutel und die Platte zusammen ist, dann ein bisschen draufdrücken. Jetzt nicht direkt hier an den Ausgang, sondern so außen, weil die Körperwärme, diese Platte tut die Wärme ein bisschen anweichen und die passt sich dann der Hautstruktur sozusagen an. Also, wenn jetzt die Platte befestigt ist, dann passt es ja. Das heißt, und prüfen tut ihr das immer so ein bisschen nach oben ziehen, ja, wenn alles perfekt ist. Und schaut immer drauf, ob eure Platte wirklich gut klebt. Ja klar, das ist jetzt Quatsch, aber ihr müsst immer schauen. Und außerdem, das ist jetzt Kunststoff. Diese Platte klebt nicht so gut drauf. Aber auf Haut schon. Und immer prüfen, ob da irgendwelche Luftbläschen oder Ecken sind, die noch offen sind. Und genau, wenn ihr das geprüft habt, dann ist eigentlich eure Stoma-Versorgung zu Ende. Ja. So, mehr ist es eigentlich auch nicht, Leute. Ja, jetzt zeige ich euch mal diese Hydrokolloidplatte, wie sie überhaupt ausschaut und was sie überhaupt kann. Ich habe euch das, glaube ich, schon mal sogar gezeigt. Und zwar die Hydrokolloidplatte ist eigentlich eine Hydrokolloid-basierende Platte. Hydrokolloid ist halt der Vorteil, dass die sehr hautfreundlich sind und ja, sich der Haut sehr gut anpassen. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich lege das jetzt mal hier an meine Haut. So. Und jetzt drücke ich mal so ein bisschen. Anhand meiner Körperwärme passt sich das sowieso ohnehin schon an. So, jetzt werdet ihr gleich mal sehen. Also hier. Ja gut, jetzt habe ich hier eine kleine Falte. Aber ist ja natürlich auch nicht für den Arm gedacht. Aber ihr seht gerade, hier zum Beispiel ist wichtig auch so ein bisschen zu drücken. Hier so. Also die Platte selber passt sich der Haut, wie ihr seht, an. Klar, das ist jetzt mein Arm und nicht der Bauch, sonst würde es hier jetzt keine Falten geben. Also ich hoffe, dass ich euch ein bisschen was über die Stoma-Versorgung zeigen konnte. Natürlich ist es am Bewohner viel, viel besser zu zeigen, ja, weil die Puppe jetzt 2 Ausgänge hatte und das hat natürlich super optimal geklappt, weil natürlich besteht die Puppe nicht aus Haut, sondern aus Kunststoff und diese Platten halten tatsächlich nur bei Haut, ja, und nicht bei Kunststoff. Also schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt und ob ich vielleicht noch was anderes
anderes zeigen sollte. Schauen wir mal, was es halt so gibt. Vielleicht fällt mir selber noch was ein und dann poste ich das. Also bis dahin. Ciao!